und herzlich willkommen zu einem weiteren Blender 2.8 Video. Hier habe ich diesen wunderschönen Industriegang entworfen. Wirklich eine ganz einfache Szene und wir wollen uns dazu dann hier diesen Quick Smoke Effekt, der jetzt hier von diesen Rohren aufsteigt, uns mal ansehen, wie der gemacht worden ist. Hier ist das Ganze in Eevee dargestellt und genau dieser Smoke-Effekt, der hat hier für die Echtzeitanzeige hat er eine geringe Auflösung von 32. In dem Rendervideo von dem Start habe ich das auf 128 hochgesetzt und ja, das wollen wir uns heute ansehen. Hier in der Szene steht wirklich nicht viel dahinter. Wenn man mal auf die reine Ansicht geht, ist das wirklich nicht viel. Es ist halt nur dieser Gitterrost, ein bisschen Geländer, dann noch ein großer Tank, die beiden Betonsäulen und hier die beiden Rohre. Und das Ganze ist minimal ausgeleuchtet und der Effekt ist eigentlich schon ganz gut gelungen, finde ich. Ja, die Szene selber, die Idee davon habe ich von Curtis Holt geklaut. Der hat auch so einen Gang gemacht, wo er einfach ein paar Gitterroste hier entworfen hat, dann die beiden Rohre und Betonsäule und die paar Lichter, das war es eigentlich. Und er hat das noch ein bisschen futuristischer gemacht. Ich habe mir hier so eine Rosttextur für die Rohre geholt und ja, jetzt wollen wir uns mal ansehen, wie wir den Rauch dafür erzeugen. Dazu mache ich mir meistens hier so einen Cube, bewegt ihn dann in die passende Stelle. So, dann wollte ich den Rauch genau dort erzeugen, wo die Lampe hier ist und auch ungefähr auf der Breite. Deswegen skaliere ich den noch mal ein bisschen den Cube und ja, es sieht schon ganz gut aus, weil ich den nicht gerendert haben möchte. Zeige ich den meistens so an, dass der hier unter Object Eigenschaften Display as Wire, dass der einfach nur so ein Drahtgittermodell ist, und wenn man jetzt diesen Quick Smoke Effekt nutzen will, dann wählt man hier diesen Cube aus, geht hier oben auf Object und dann Quick Effekt und Quick Smoke. So, jetzt hat der Blender hier noch eine Domain rumgebastelt. Den nenne ich mal Emitter. Und das hier ist die Domain. Und als erstes skaliere ich die jetzt noch ein bisschen. Das war so ein bisschen groß. Und je größer die Domain ist, desto mehr hat der Computer zu rechnen. Und je genauer man die Domain auf den Bereich abstimmt, den man erzeugen oder wo man nur diesen Rauch erzeugen will, desto weniger Rechenarbeit hat der Rechner eigentlich. So, und das war jetzt schon, wenn man jetzt hier die Domain auswählt und auf den Physics-Tab weiter geht, dann kann man hier unten bestimmen, wie lange die Animation laufen soll. Jetzt stelle ich mal ein von 1 bis zu Frame 600. Und wenn ich dann schon die Taste betätige, dann wird schon der Rauch erzeugt. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. So, wenn man jetzt auf das Domain geht, und dann hier hat er so ein Default-Material schon für den Rauch hinterlegt. Das können wir uns auch angucken, wenn wir den Shader-Editor wechseln. Das ist ein normaler Volume-Shader, wie wir auch bei dem Nebel-Tutorial gesehen haben. Als Standard-Density ist 5 hier eingetragen. Das stelle ich mal auf 1 ein und hier so eine graue Rauchfarbe, was eigentlich in Ordnung ist. Dann kann man hier noch unter Physics Tabs einstellen die Auflösung. Wie gesagt, in Echtzeit habe ich das hier auf 32 eingestellt.
damit der Rechner nicht ganz in die Knie geht. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann sieht das ja so aus. Schon gar nicht mal so schlecht. Bei den Rändern habe ich das hier hoch auf 128 gesetzt, dann ruckelt es doch sehr stark. Hier kann man noch die Dichte einstellen und Temperaturdifferenz. Das bestimmt dann, wie stark der Rauch aufsteigt, und Vorticity zeigt dann an, wie viele Verwirbelungen da drin sind. Ich lasse das jetzt hier alles mal auf Default. Hier mit Dissolve kann man einstellen, wie schnell sich der Rauch auflösen wird. Dann als nächstes haben wir hier unten noch so ein paar Optionen. Für das Rendern kann man hier unten noch High Resolution anhaken. Dann wird die Domain nochmal genauer unterteilt und die Auflösung nochmal unterteilt. Und dann kann man hier noch das Rauschen reduzieren von dem Rauch. Und wenn man alle Einstellungen gesetzt hat, kann man dann hier auf Weg gehen und die Smoke-Simulation dann fertig berechnen lassen für das Rendern. Wenn man jetzt hier beispielsweise hier so ein Objekt hat und möchte, dass der Rauch da drumherum fließt und das als Kollisionsobjekt erkennt, dann darf man hier nicht auf Collision drücken, sondern hier muss jetzt weiterhin auf Smoke gehen und dann als Typ Collision eintragen. Und dann sieht man hier, dass der Rauch hier schön drumherum fliegt. Ich fand den Effekt aber jetzt nicht so passend, habe den dann wieder gelöscht, dass der Rauch wirklich zwischen den Säulen dann so hoch steigt. Ja, mit so einem Smoke-Effekt könnt ihr ganz einfach rumspielen, und ja, dann war es das schon in diesmal kürzeres Video, und wir sehen uns beim nächsten Mal.